In Last Set Survival Shooter gibt es ein Event, Battlefield Breakout. Viele Spieler von euch schaffen nur 500 bis 800 Punkte, ab und zu auch mal 900 Punkte. Ich habe die 1000 Punkte mehrmals geknackt, also ich habe meinen Rekord mehrmals gebrochen. Wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Ich gebe euch auch ein paar Tipps, ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. So, das ist mein erster Run und die Levels am jedem Wochenende zu diesem Event, die sind meistens unterschiedlich, aber das Kernprinzip dieses Events ist immer das gleiche. Je mehr Truppen ihr habt und je mehr Truppen ins Ziel kommen, ja, desto mehr Punkte bekommt ihr. Nun müsst ihr aber auch darauf achten, dass der Ring, den ihr hier seht, dass er nicht immer ganz geschlossen ist. Er müsste offen sein. Hier zum Beispiel habe ich so 160 Truppen noch bekommen zum Schluss, übrig geblieben sind, oder ich habe nachher 230 Truppen bekommen. Das ist schon mal gut. Wenn ihr jedes Level mit 200 Truppen abschließt, seid ihr schon mal im grünen Bereich. Und ja, ich verstehe euch, das Event ist sehr frustrierend und ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, um das überhaupt zu checken, was hier vor sich geht. Das ist ein Level, das war ziemlich schwierig. Hier bin ich unzählige Male abgekackt, ja, also ich habe da nie über 100 Truppen geholt. Das seht ihr auch hier im Video. Dieser Run beschert mir über 1000 Punkte, ja. Und hätte ich die ersten beiden Stages ordentlich gespielt, hätte ich da locker 1100 Punkte oder 1200 Punkte bekommen können. Also wie gesagt, die einzelnen Levels, die haben es echt in sich und man muss auch gucken, wie du deine Truppen platzierst. Ja, also das heißt, der Ring darf nicht geschlossen sein, es muss vorne eine Lücke sein, wie hier zum Beispiel. So, hier seht ihr natürlich, der ist offen, der Ring, und ich habe eine hohe Anzahl von Truppen bekommen. So, wir gucken uns jetzt mal gleich die Punkte an. Und zwar habe ich hier 1015. Das war mir nicht gut genug, ich wollte noch mehr Punkte holen. Wie gesagt, ich habe unzählige Anläufe gebraucht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie viele Anläufe ihr gebraucht habt und was euer Rekord natürlich ist. Hier noch bin ich auf Platz 1 im Allianz-Ranking. Im State-Ranking war ich, glaube ich, Platz 5. Ich weiß es nicht. Und overall, das habe ich mir nicht angeguckt, das weiß ich nicht. Okay, auf geht's. Nächste Runde. Ich wollte meinen Rekord brechen. Hier gehe ich wieder auf die Mitte. Ziehe danach gleich nach links, weil ich möchte den Ring, den ich jetzt mir aufgebaut habe, den möchte ich zerstören. Ich brauche eine Lücke. Und das kann ich nur, wenn hier Spikes sind oder halt andere Items. Hat diesmal wieder nicht geklappt. Das ist, wie gesagt, ein Zufall ist es nicht, aber ich war zu aufgeregt. 151, okay, das ist auch nicht viel. 227 in total. Das zweite Level, das ist schwer. Also schwer nicht, aber hier bekommt man ziemlich wenige Truppen. Das seht ihr auch im Hintergrund. Und ich habe hier auch mehrere Anläufe gebraucht, um zu gucken, okay, kriege ich hier über 200 Truppen, aber das war mir schier unmöglich. Ich glaube, das höchste in diesem Level waren 100 maximal. Okay, gut. Wir gucken uns mal an die Gesamtpunktzahl. So, das sind 374. Also nach Level 2 bräuchte man schon 400 Punkte. Oder 400 Truppen. So, hier kommt das dritte Level. Hier auch wieder gleich nach links ziehen. So, das sehen wir auch jetzt hier. Zack. So, 40 Truppen bekommen. Und dann natürlich die Maschinenpistole. Ja, die brauchen wir unbedingt. So, der Ring ist wieder zu. Das ist sehr schlecht. Aber ich glaube, hier habe ich über 150 bekommen. Wir gucken nochmal. Ne, 138. Okay. Dieser Run beschert mir einen neuen Rekord, aber ich habe wieder nicht darauf geachtet, perfekt zu sein. Das ist echt schwer. Also alle 5 Runden ein perfektes Ergebnis zu erzielen, war mir an diesem Wochenende schier unmöglich. Aber wie gesagt, konzentriert euch immer auf die Maschinengewehre, dass ihr die habt und dass der Ring nicht komplett zu ist. So, hier habe ich, wie viel waren das? 84. Auch nicht perfekt. Okay, weiter geht's. So, da ist der Sieg. 742. Hier müsste man insgesamt so schon 800 Truppen haben. Das letzte Level ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst einfach nur darauf achten, die Fässer, die plus 3 Truppen haben, sind immer die wichtigsten. Wenn du ein Fass mit plus 3 Truppen mit wenigen Schüssen freischießen kannst, dann nimm die statt mit einer Truppe und mehrere Schüsse. So, der Ring ist hier offen. Jetzt zeige ich euch mal, was ich meine. So, pass auf. 150, 160, 170, 180, 195 Truppen. Wie gesagt, auch nur, weil der Ring offen war. 1026, da habe ich mir gedacht, okay, Zultei, es geht noch besser. Also habe ich es nochmal versucht. Das gucken wir uns auch gleich hier im Video an. So, wir gehen nochmal rein in das Event. Und für Free-to-Play-Spieler ist es ein gutes Event, weil du kannst mit wenig Mühe ein paar gute Items abholen. Die kann man gut gebrauchen. Okay, so Zultei, starte jetzt mal das Spiel. So. Wie gesagt, das ist immer eine Zitterpartie. Also gleich die Mitte. Wenn du da über 20 hast, ist okay. 30 sind perfekt. Gut, jetzt habe ich wieder das Problem, der Ring ist zu. Ich will ihn aber offen haben. Das heißt, ich muss wieder Truppen kaputt machen. Hier ist es mir sehr gut gelungen. So,
Und jetzt geht's ab. So, wartet. 100. 236 Truppen. Na, das ist schon ordentlich. In der ersten Stage hatte ich, glaube ich, das höchste 313. Da habe ich gedacht, oh, Sultai, das wird ein neuer Rekord, aber dann habe ich verkackt. Na, okay, gut. Hier das zweite Level, wie gesagt, über 100 Truppen bin ich nie drüber hinweggekommen. Maximal, wie gesagt, von mir 80, 90, manchmal auch nur 50. Na, hier ist der Ring offen, das könnte was werden. Ja, auch nicht ganz. Wie gesagt, das Level ist echt schwer. Wir gehen mal zur Stage 3. So, hier kann man auch sehr viele Truppen holen, wenn man es richtig anstellt. Ne? Das heißt, wir holen uns hier die Truppen, die ersten, ziehen nach links rüber, holen ganz viele Truppen zu uns. Ne? Mindestens 30 müssen es sein. Oder 38, perfekt. Gut, jetzt habe ich wieder das Problem, der Ring ist zu. Na, ich brauche einen offenen Ring. Okay, hat nicht geklappt. Jetzt muss ich darauf hoffen, dass ich über 100 Punkte kriege oder 100 Truppen. 140, okay. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das heißt, ich habe sehr viele Truppen liegen gelassen. So, hier gucken wir uns das auch nochmal an. Der Ring ist natürlich zu, das ist sehr schlecht. Ich finde hier auch keine Möglichkeit, den Ring zu öffnen. Ne? So, mal gucken. Ja, ich glaube knapp 90 Truppen waren das. Ne? Okay, wir gucken uns mal die Gesamtpunktzahl an. Das sind 823. Also, wie gesagt, was ich euch in diesem Video mitteilen möchte, ist, guckt nicht darauf, dass der Ring geschlossen ist. Nicht immer die meisten Truppen sind hier perfekt, sondern ein halber Truppenring. Dann seid ihr ja offen. Ne? Und wenn ihr dort reinrennt, dann macht ihr mehr Schaden. Klingt komisch, ist aber so. Probiert es mal aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure höchste Punktzahl war. Ja? Und ob ihr das Event gerne spielt und wie ihr die Belohnungen findet. Okay, ich wünsche euch viel Spaß in Last Set Survival Shooters. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sultai.